Ja, das ist das Einfache darauf zu antworten ist, dass ja nach 1990 die Möglichkeit bestanden hat für den Feindstaat der DDR, der auch die Rechtsprechung bei uns übernommen hat, diese ganzen brutalen Vergehen zu verfolgen. Ja, also Folter zum Beispiel oder ja, was weiß ich auch, Auftragsmorde oder was man so nennen will. Das Ergebnis dieser Strafverfolgung, das waren immerhin 30.000 Ermittlungsverfahren gegen MFS-Mitarbeiter, sind ganze 2 Verurteilungen zu Haftstrafen. 2. Für 40 Jahre. 2 Verurteilungen, also das, was gerichtsfest gemacht werden konnte. Natürlich gab es noch ein paar Bewährungsstrafen, also das sind dann schon minderschwere Dinge, aber auch bloß 2 Dutzend vielleicht, darunter noch Strafbefehle und Geldstrafen etc. Also das heißt, es gibt keinen einzigen Fall, wo MFS-Mitarbeiter wegen Folter verurteilt worden sind oder wegen Mord oder wegen, was weiß ich, brutalen Eingriffen in das Leben von Menschen. Das ist also dieser Nachweis durch die Justiz, die ja keineswegs DDR-freundlich war. Ja, das kann man nun wirklich nicht unterstellen. Und die auch keineswegs faul waren. Ne? Die haben ja jede Sache, die noch möglich war, aufgegriffen. Dieser Nachweis ist ausgeblieben. Und ich glaube, besser kann man das nicht widerlegen, was hier laufend erzählt wird. Und es ist meistens immer die Masche, ja, ich habe es ja selbst nicht erlebt, aber ich habe gehört, das und, ja, und so weiter und so fort. Ja. Das Schönste war ja, dass noch ehe diese Gedenkstätte Hohenschönhausen überhaupt eröffnet wurde, wurden dort 2 Folterzellen eingebaut, angeblich rekonstruiert, nach Aussage eines, der das dort hat einbauen müssen, aber zu sowjetischer Besatzungszeit, damit es nicht mehr so richtig nachzuprüfen ist. Ja, diese Folterzellen werden nicht mehr gezeigt in den Rundgängen, aber Hunderttausende sind da durchgeführt worden. Das war einmal, das konnte ich sogar nachvollziehen anhand der Bücher von Karl May, so eine Wassertropfzelle, ne, wo jemand dann praktisch jede Minute einen Tropfen und irgendwann ist er wahnsinnig geworden und hat jede Aussage gebracht, die er brachte. Und das Zweite ist eine Wasserzelle, Wasserfolterzelle, da war weiter nicht wie mit alten von Tagebauen genommenen Förderbändern, also wirklich raues Gummimaterial, die Gummizelle, ne, wo die Leute wahrscheinlich angeblich bis zum Hals im kalten Wasser stehen mussten. Das hat schon, haben die Schwierigkeiten gehabt, das den selbst 14-jährigen Schülern beizubringen. Die haben gesagt, wenn die Leute hier bis zum Hals im Wasser standen, dann muss ja das Wasser irgendwie reingekommen sein, wieder abgelaufen sein. Aber hier ist nicht mal eine Stürschwelle. Wenn hier Wasser drin wäre, wäre das ja sofort wieder rausgelaufen. Also das hat sich schon erledigt. Und das mit dieser Wassertropffolter von Karl May hat sich dadurch erledigt, dass dann bekannt wurde, wie die CIA tatsächlich die Wasserfolter praktiziert. Und da war das dann nicht mehr haltbar, da hat alles bloß noch gelacht. Also da werden in Führungen jetzt nicht mehr gezeigt. Und die haben sogar in ihrer Ausstellung noch das drin, die Bilder davon, dass es also nicht belegbar ist, schreiben sie selbst, ja, nicht belegbar ist. Aber es ist natürlich bekannt, dass es weit verbreitet angewandt wurde etc. Aber ist nicht belegbar und deshalb zeigen sie es auch nicht mehr. Ne? Also so sind die Sachen hier, wenn man dann dahinter guckt, aber das hindert niemand daran, das nächsten Tag wieder was Ähnliches zu behaupten. Ne?